Hallöchen Leute, ich bin Mark und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Yes! Da wir gestern ja so ein bisschen was gemacht haben mit der Kanne und so, habe ich gesehen, ich habe ja sehr viele Legendenaufträge gestaltet, jeden Tag irgend so einen Legendenauftrag frei, weil er so nur 4 so tägliche Aufgaben braucht, oder 8 eigentlich. Naja, okay, alle 2 Tage schalte ich immer so einen Legendenauftrag frei und ich habe da jetzt schon so viele. Hallo, kann ich hier drücken? Yes, okay, gut. Genau, zum Beispiel das. Ich konnte jetzt nicht in die Kanne rein, die ich gestern ja freigeschalten habe extra, dass ich da immer reinschauen kann, weil ich anscheinend diese Mission zuerst fertig machen muss. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bezweifle auch, dass es einen plausiblen Grund dafür gibt. Anstatt einfach nur so. Aber das hat er noch nie gesagt. Aber gut. Aber ja, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so genau umgeschaut. Da war ich einfach nur einmal bei seiner Mission. Ja, also außerdem dachte ich, ich habe da noch eine Aufnahmesession direkt am nächsten Tag. Also so ein Stream-Session. Stream das Ganze her. Mich auch mit Leuten unterhalten. Weißt du, welche zuschauen würden. So, was muss ich denn überhaupt machen? Finde das Schwert des Heldenmuts. Okay, versuch's mal. Guten Tag, habt ihr das Schwert des Heldenmuts gesehen? Ich koche erstmal. Nee. Natürlich werde ich das nicht tun. Oh, Tag. Tag, oh. So, ich weiß nicht, warum der brennt. Hat der da unten gebrannt? Ne, da brennt einfach allgemein unten, glaube ich. Darum. Aber denen könnte ich die Weltenstufe eigentlich schon wieder machen. Die können wir so erstmal nichts, wie es aussieht. Auf dem Level. Also gut. Naja. Schwert ist das hier oder muss ich... da vorne wahrscheinlich nicht. Das ist schon außerhalb vom Radius wieder. Aber in dieser komischen Arena da wahrscheinlich. Da muss ich zuerst irgendwas machen, bestimmt. Na, eigentlich habe ich die ja schon gemacht, aber... Gut, nee, dann war es doch jetzt nicht mehr. Dann muss ich da doch nichts mehr machen. Ich verstehe. Wenn nicht ein Schwert und ein Schild wäre, wo würde ich dann hingehen? Achso, das Schild suche ich gar nicht. Ich suche nur das Schwert. Na los. Sei nicht so spießig hier gerade. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Na, da auf jeden Fall nicht. Also die kann ich schon mal in Ruhe lassen hier. Dann irgendeiner von dir ein Hüt vielleicht. Ja, ich glaube, der dauert mich doch. Erstmal so, vielleicht kann ich die ja dann irgendwie so nass machen, dann ist das mehr Schaden alles. Dann sind wir den dämlichen Schild nicht so leicht verteidigen. Gut, hat sich erledigt, aber naja gut. Hat ihr wirklich geholfen ein bisschen. Sonst hätten wir alles abgeblockt hier. So, da drüben sind auch noch welche von denen. Brauche eine Maske, muss ich alle mitnehmen und ich das sage auch willkommen, weil die freuen sich da so drin. Aha. Hey, that bunch of hill churls. Are they holding some kind of ceremony? Ja, jetzt nicht mehr. What's with that pile of knickknacks? Are they worshipping them? Seems so. That must be the sword of brilliant valor, surely. Sieht so aus. Und dann noch mehr Gegner. Also mir fast gedacht. Windblade. Bin ich hängen geblieben. Achso, da gab es nochmal. Da bin ich schon wieder hängen geblieben. Tut das gar nicht. So, was macht der? Achso, der wirft da gerade wieder. Und wirft an der Decke an. You're in for a little Von mir rechts an, ehrlich. Come a little closer. Ehrlich gesagt ist mir das sehr recht. So, und schon kann ich das Schwert nehmen. Hier noch irgendwas. Nö. Okay, na dann. Hebt das Schwert des Heldenmuts auf. Sicher. Nichts lieber als das. Lo and behold, the sword of brilliant valor. Krass. Are you sure? Looks kind of basic to Paimon, and a little worse for wear, too. Hm.
before a piece of junk like this? Seems somebody tossed an old sword into a pile of spoils these hilly trolls were already celebrating. This is in terrible shape, and it's so basic, I'm at a loss for words. Say, It's Jack, basic. have you ever seen an Animo crystal fly? They're found in the open country around Mondstadt City. Kenn ich. If you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. But in the pitch blackness of night, its brilliant glow is mesmerizing. It truly resembles an exquisite crystal dancing in the night air. Stimmt. Is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless, fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the thing that gets you fired up and fighting back. It's the brilliant ray of light that guides you out from the darkness. Was für eine Rede. Das war sehr kunstvoller Unsinn. Das ist beeindruckend. Ich bin beinahe selbst drauf reingefallen. You're right. You're right. Then this has to be it. This is the Sword of Brilliant Valor. Eindeutig. So, we got our sword. Now we just need that shield. Yes. Let's scout around. It's definitely in Dadaupa Gorge, so... Huh? There's somebody there. Wer ist das wohl? Stanley? What's he doing here? He's acting so weird. What happened? Why did you stop all of a sudden? Huh? Oh, it's nothing. Just one of those Mora-spouting weasel thieves passed by is all. What? Where? I want to see. Maybe another time. We have a shield to find, remember? Finden wir dieses Schild. Finde das Schild des Siegeswillens. Ach, das ist ja auch gleich um die Ecke. Traumhaft. Nichts anderes erwartet. Wie bei Vanessa, hä? So, das mit Vanessa, dann ist aber nur ein Viech, was da rumrennt. Naja, okay, so. Schild. Wie schaut's da oben aus? Sieht das irgendwie nach Schildern aus oder so? Ganz sicher, ist hier Splash. Ich hab's erwischt. Hallo? Achso. Wollte schon wieder. Ach, der hat das Schild. Ach so. Lo and behold, the shield of magnificent honor. Liar, liar, pants on fire. It's a chunk of wood. A chunk of scrap wood with the handle attached. Who in their right mind would use this as a shield? Kannst du mal nicht so vor dem Typen da reden There's darüber? also wine stains on it. Yeah, I'm pretty sure this was just taken from a wine barrel. And yet, my bard's intuition tells me that this is none other than the shield of magnificent honor. Warriors wear their battle scars with pride, and shields are no different. Surely an intact shield is one that has shied away from the battlefield. Is not the broken and splintered shield the one that has fought in countless wars and lived to tell the tale? Though the soldier's body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of will. Is that not the true meaning of honor? Ich stimme Venti zu. Ja, das muss der Schild sein. Venti ist heute noch warm. You do have a point. Shiny new shields don't stay new and shiny for long. Okay then. Well, maybe if we ask nicely, he'll just let us take the Shield of Magnificent Honor for free. Gratis? Excuse me, Mr. Hilly Churl? Well, okay, you take it from here. Hope you've picked up some Hilly Churlian by now. If not, there's always body language. Ich zahle gute Mora für den Schild. Könnte ich den Schild bitte haben? Min plata da. Aha, Freundschaft hat sich erhöht. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Bitte nimm diese süße Blume, die ich gepflückt habe. Bitte nimm diese Hirlichgirl-Maske, die ich gesammelt habe. Also nicht so eine gute Idee, glaube ich. Kutscha Pupu Gushaye. Oh je. Uh-oh, he did not seem to appreciate that. Venti singt Lied, du gibst Schild, ja? Mani Nini Piadomu.
Je, ja. Uh-oh, he did not seem to appreciate that. Tja, 야야이카 굿다라야파타. aber er ist sehr fröhlich, No, glaube ich. we ticked him off big time. Schade, ich dachte, das wird super funktionieren. 삐아땀. 야야이카 나니야. Selbst schuld. I guess. Hey, he dropped the Shield of Magnificent Honor and ran. So geht's auch. Guys, thank you so much. I can't believe I actually found them. Man muss ja nicht immer nett sein, um Sachen zu bekommen, die man will, oder? Man kann ja auch mal gemein sein und seine Buddies verprügeln, zum Beispiel. Mom, Dad, check out the legendary weapons I found. Ja, wo sind deine Eltern? Hey, wait! The wine, you promised! And I actually helped a lot this time. What are you doing here, Stanley? Out for a stroll? Hey, what are you doing here, Bard? Fancy that, huh? You, out for a stroll too? Oh, that's right. An after-dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for something. Paimon's starting to think Stanley might be a fraud. Ich glaube das mittlerweile auch. Das ist definitiv ein Betrüger, keine Frage. Did Stanley plant the sword and shield here in advance so as to not hurt Jack's feelings? Adventurers must be pretty familiar with Dadaupa Gorge. You fought battles here before, after all. You better believe it. I can navigate this whole area with my eyes closed. Wow. Then I admire your perseverance. And your memory, too. It's only to be expected of a great adventurer like me. You guys had better watch out, though. This place is crawling with hilichurls. I'll get back to my, stroll now. Goodbye. Guilty conscience much? Well, he shouldn't have gotten so carried away bragging to Jack, should he? Although, on further reflection, I must say I'm intrigued. Someone who can't let go of the past and gives up on the present instead. I wonder, if such a person was forced to take their first step towards the future, which way would they go? What are you talking about? I'm just musing to myself. Anscheinend. Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Natürlich. Geh mal was essen. Zahn des Löwen abgeschlossen. So, dann schaue ich mal, ob ich jetzt in die Kanne rein kann. Kurz. Warte, wann macht der Nacht? Da muss ich eh warten. Im Land ohne Wind. Na gut. Außerdem brauche ich hier noch dieses Zeug hier. Kann ich mal dabei noch gönnen, die 2 Steine hier. So. Den brauche ich für, ich weiß nicht, für eine Waffe zum Upgraden, glaube ich, war das. Ich wollte eigentlich nur meinen Taler abholen. Ich weiß nicht, warum ich vorher nicht rein konnte. So super war diese Mission jetzt auch wieder nicht. Also, dass ich da nicht kurz mal hier reinschauen konnte. So, wo hole ich nochmal meine Kannentaler ab? Das habe ich schon wieder vergessen. Portion herstellen. Achso, wir sind fertig, ja. Erhalten. Wunderbar. Nochmal erhalten. Sehr schön. Dann stelle ich wieder gleich was her, was ich noch nicht hatte. Das und ja, das geht auch. Aber egal. Machen wir so. So. Das sind die Farben. Ja, die brauche ich ja dabei nicht. Ah, hier, okay. Freundschafts-CP ist nicht möglich. Ah, hier unten. Ah, okay, da unten sind die Kannentale. Okay, weiß nicht, ob sich das ausgeht mit den 1000 die Woche noch. In diesen Erlebnispass-Dingern. Keine Kameraden, die in die Kanne gekommen sind. Ach, das ist eine Freundschafts-CP, die ich dann sammeln kann. Aha, okay, okay, kenne ich aus, glaube ich, ja. Doch, doch. Kenne mich aus. So, ja, tschüss. Gut, wunderbar. Das ist das. Mehr wollte ich auch gar nicht.
Das heißt, ich kann jetzt einfach hier irgendwo dann drauf. Kartenliste. Aha. Verstehe. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss da dann irgendwas machen. So, yes. Ich weiß, dass ich das getan habe. So. Na, jetzt müssen wir sowieso mal auf eine Antwort der Nacht warten. AKA die Uhr umstellen. Je nachdem, was einfacher ist. Und dann gehen wir zur Engelsgabel, diese hier, oder? Ja, okay. Habe ich mich hier richtig teleportiert. Wunderbar. So, wie viel Kartental habe ich jetzt gekriegt? 100 irgendwas, wo ich 600 oder so sammeln konnte. Also da kann ich mir auf jeden Fall mehr Zeit lassen. Passt. So, Venti, bist du irgendwo? Stanley, je nachdem. Tell me, Stan. Tell me, what should I do? Huh? Why does he keep repeating his own name? Er versteckt etwas. Es gibt einen anderen Stanley. Could there be another person called Stanley? Ja, sein kommen schon sichtbar voran. Das wissen wir doch schon. Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Melchivari that day. Why won't your spirit come and stop me from using your name? Why, Stan? Why? If only you hadn't had to save a rookie like me, you would have never died in that windless corner of the world. You were a renowned adventurer, destined to become a legend one day. But now, that'll never happen, because your life was cut short, and all because of a worthless tagalong. Neratiko, hallo. Wie geht's dir? Mir ist gerade ein trauriger Moment, ich sehe. Does anyone get what's going on here? I think our friend really did make it to the Merjavari. And I think the tragedy he encountered there was real too. But the real adventurer, the real Stanley, that was his partner, not him. The real Stanley is the one who died to save our Stanley. Wait, so the only reason our Stanley is called Stanley in the first place is because he stole the other Stanley's name? I fear that may be the case. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear that Mondstadt will forget all about you. So I tell your adventure stories at every opportunity. Ganz gut, danke. Und hier, auch gut, auch gut. Ist das ein neuer Account? Nee. Das ist mein erster und einziger Event. Ich habe noch nicht vor allzu langer Zeit angefangen. Also, ja. Mondstadt must remember. Stanley reached the center of the Madrivari. He's the greatest adventurer there ever was, and he lives on. Und 3 Stufe 45 oder so bin ich ja schon. Also. Stanley will never die, because I am Stanley. I am Stanley. I'm sorry, Stanley. I'm getting too old. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Yikes! We're busted! Bastet. So, dich mit Stanley zu unterhalten. Machen wir das. Ja, ich hätte auch sitzen bleiben können, gesagt. Go away. Save your questions. And just leave me in peace. But... Leave now. Don't make me tell you again. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I'm so glad you guys are here. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. My parents are finally supporting me. Oh, really? Yeah, really. They even said they're gonna pay for someone to fix up the Sword of Brilliant Valor and Shield of Magnificent Honor for me, so I can take them out on the road. That's wonderful! So, Jack, is this the part where you bid farewell to Mondstadt and set off on your intrepid trip traversing Tevat? No, not yet. I still don't have what it takes to go too far from home just yet. Aha. Besides,
I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. They're what inspired me to become an adventurer in the first place. Stanley, Oh, you're drunk again. We'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Maybe you can tell me some more of your stories? So, man hat verwundert, dass die Quest ja schon recht alt ist und nur noch die Anfangs-Chars benutzt. Ja, aber schon hochgelevelt, also die sind super. Möchtest du ohne Wischen spielen oder war noch nichts dabei, was dir gefällt? Oh, Stanley's really fond of that kid, don't you think? das war eine unpassende Stelle, aber ist ja wurscht. Doch, das sind die ich jetzt habe, die sind super. Also, die. Doch die Dingens, die. Yes, die Xiang-Lieder, die Feuerdings, die habe ich ja sowieso von so einem Gebet gekriegt. Und die Barbara, ja, die hat sich so angeschlossen, das stimmt. Das sind. Ja, aber die Dings habe ich so bekommen. Ja. Jack. Jack left. Ich finde einfach nur super, die ich jetzt gerade verwende. Ja. Oh, Ans Holz. I see. Well, thank you for not telling him about my secret. Huh? All of a sudden you're facing the facts? That isn't like you. Just now, I couldn't bear to look at him. His adventurous spirit is so pure, unblemished. I'm just a weary old feckless fraud. But that kid is a brand new shining star, full of potential. I cannot allow his dreams to be crushed. You're not a total fraud. Stanley's adventure stories and experiences. They're all true, aren't they? Stories? Experiences? What's the point of them anymore? To be honest, my memories of adventuring and of Stanley, they're hazy these days. That's my biggest secret of all, and my biggest fear. All these years, I've been living to tell his story. But his personality and the details of his life, I don't remember them clearly anymore. But the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Ein ganzes Leben lang ist er in Schuld ertrunken. Alles, was bleibt, ist dieser eingebildete Freund. Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't the living, breathing friend he knew at all. Instead, he's become fixed on the image of him as that battle-scarred warrior. And that image has held him captive his entire life. I'm too old. I never let go. But still, so much has slipped away. I'm completely and utterly worthless. No adventurer should have to go that way. No adventurer ever. Hans Archibald. My true name? How did you know? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. I always believed you existed. Will you hand me your old friend's spirit? I can't believe it. Ja, krass. Thank you all. And thank you, Lord Barbados. I'm sorry. It's gonna take me some time to calm back down. But I think that I'm gonna be okay. Das glaube ich auch. Ah, wonderful! Stanley reconnected with his true self and Jack can finally go his own way. This calls for a celebration. And by celebration, I do, of course, mean libation. And by libation, you mean you're not leaving this tavern till you're too drunk to walk, right? No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me a rare vintage in exchange for helping him out, remember? Klar. I'll head off to fetch the wine. See you shortly. Let's meet at the usual place.
Usual place. You got it. Huh? Where's that supposed to be? Why has Paimon never heard of it? Hey, Tone Deaf Bard! Da bleibt uns nur zu raten. Ich glaube, ich weiß womöglich wo. Na gut, wir sehen uns dort. Oh, hey! So. Finde den Treffpunkt. Oder? Das klingt ja dabei. Ich glaube, er könnte irgendwo dort 170 Meter entfernt sein. Ah, habe ich mir gedacht. Gut, das habe ich mir nicht gedacht. Aber gut. Muss nicht gleich loslassen hier. Mai, was hast du mit den Achseln? Halt so. Oder auch nicht. Hallo. Wusste ich doch, dass ich dich hier finde. You made it. Finally. Ja, habe bin ein bisschen an der Achsel gehängt, aber naja, gut. Just tell us where you meet next time, okay? We looked everywhere. So, did you at least manage to find your wine? Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage, when actually it's just a half bottle of regular cider. This takes me back. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. Ah, das Form. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. Ja, da war ich noch jung. At that time, Old Mondstadt was ruled by a tyrant, who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane. Even the birds couldn't get in or out. Old Mondstadt? Oh, Paimon remembers! Nowadays it's known as Storm Terror's lair, right? You mentioned it before. That's right. The Tyrant of the Winds who once ruled from that tower was Decarabian, god of storms. Back then, I was but a wisp among the thousand winds. I wasn't a god of anything. I didn't even have a human form. I was just a tiny elemental being who lived in the wind, a gentle breeze bringing subtle changes for the better, or tiny seeds of hope. Also, das ist der Legendenauftrag von ihm, stimmt's? Ja. A tiny elemental being? Without a human form? Venti, do you mean you used to look different than you do now? Yep. My current form is not so different from the situation with fake Stanley. I took the form of a friend. In Old Mondstadt transpired the story to be told. Where a tyrant ruled, I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky, he was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom. And we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. So then what? What happened to your friend? Das gleiche wie bei Stanleys Freund. Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course. The suspense is killing Paimon.
Paimon, hol uns ein paar Äpfel. Paimon, könntest du uns etwas Fleisch oder Fisch holen? Fleisch und Fisch bringen besser. But Ventis telling his story. What makes you suddenly want to have a meat feast? Getting a little peckish or something. Jo. Paimon's headed up to here with you. You know, you're so smart it almost makes me uncomfortable sometimes. But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze. Moments like this always take me back. Back to a song that I first heard from him. Ich höre zu. Was sonst nichts zu tun? Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Oh. Wunderbar. So, das haben wir. Tag auch. Ungekleidete Figur ist ungewollt still. Manchmal wird sogar der geschmeidige Wind in seiner Trauer schwer. Okay. Ich verstärke mich einen kurzen Moment, die ihr sehen können. Okay, klar. Das habe ich fast gedacht. So, ich glaube, ich mache hier dann doch noch ein bisschen was, oder? Fische in der Überzahl, das klingt doch super. Gerechter Tausch, das muss ich jetzt irgendwann machen. Ach ja, ich weiß schon wieder warum. Genau, das mache ich als nächstes. So, also dann, schau. Danke, dass ich hier aufklettern durfte. Schrägstrich musste. Für dieses kurze Lied. Naja, gut. Und ich kann das Alloy verwenden, den habe ich mir schon geholt von der PS4. Aber ja. Muss ich erstmal schauen. Ach, da muss ich wieder auch da rein. Naja, gut. Die ganzen Leute, die da davor stehen, da musst du immer scrollen, wenn du die Taverne betreten willst. Charles, mit dem muss ich reden. Hallo, kann ich dir helfen? Über die Besonderheiten von Mondstadt. Du willst etwas einkaufen? Das ist sehr minderjährig. Was genau? Das ist für einen Freund. So, für einen Freund. Haha, also nehme ich an, du wirst den Wein mit zu deinem Freund nehmen und dann lädt dich dein Freund netterweise auf ein Getränk mit ihm an, stimmt's? Du kannst es vergessen, Alkohol zu kaufen, aber wenn du wirklich hier bist, um eine Mondstadt-Spezialität zu kaufen, haben wir hier ein Getränk, das vielleicht deinen Anforderungen entspricht. Außer es ist nur so, dass einige der Zutaten, mit denen es zubereitet wird, noch nicht eingetroffen sind. Sie sollten schon längst hier sein. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Bitte geh doch mal nachsehen. Ach, und dafür bin ich alt genug, dass ich einfach irgendwo in die Wildnis gehe und irgendwelche Zutaten beschütze. Okay. Ja, sicher doch. Danke sehr. Egal wie, ich werde mein Bestes geben, dir ein spezielles Getränk zu zaubern. Keine Sorge. Und auch wenn man herin ist und rausgehen will, muss man das callen. So, hol die Cocktailzutaten ab. Bin dabei. Nichts lieber als das. So, da bin ich ja schon. Da drin sind's. Eine Dämmerfrucht. Hab's. Okay, ich gehe ja schon runter. Hat ihr etwas damit zu tun, dass die Zutaten nicht da sind? Kann man ganz gut vorstellen. So, kann ich da nicht treffen? You're in for a little Windblade. Oh, okay. So, und das gerade so viel Schaden gemacht hat. Ja. Aber nichts, wo ich mir den holen kann. Mit dem Schlamm eigentlich. Will der raus von mir? Schaden. Oh. Und dann mit dir. Tack. Und die alle her. come a little closer. Nice and spicy. War das jetzt? Also, You're in for a little shock. sind der 100.000 Gegner da mal. Cool. Spark things up a little. Ich kann eigentlich gerade nur gegen einen kämpfen, aber so geht's natürlich auch. Oder höchstens 2. Die kann nicht riechen können, das war jetzt
5, 6 Schleimer noch daherkommen. Tag auf. Booba, get them! Ich glaube nicht. Oh nein. Also. Sprich mit Charles. Okay, habe ich jetzt Zutaten schon? Let's dance. Nicht die genommen zu haben, aber okay. Wahrscheinlich sind das die ganzen Sachen und die sind aber kaputt und so. Okay, auch in Ordnung. Stimmt, die Kiste habe ich erst noch nicht gemacht. Hallo? Ah. Da ist meine Anfängerlanze, die darf ich natürlich nicht vergessen. So. Charles. Wo bist du? So, muss ich mal hinscrollen. Oh. Nirgends. Krass. Und wie ist die Lage? Der Karren ist zerstört, aber nicht von mir. Das war alles, was du retten konntest? Wirklich? Na egal, ich werde das Master Deluxe sagen, wenn er das nächste Mal hier ist. Diese Monsterangriffe werden das Geschäft in der Taverne beeinträchtigen, wenn sie noch lange weitergehen. Das konnte ich retten. Danke, es ist eine Schande, weißt du? Das war das erste Mal, dass ich diese speziellen Zutaten bestellt habe. Ich wollte mit einigen neuen Getränken experimentieren. In Ordnung, lass uns mal sehen, was wir hier haben und dir eine Mondstadt-Spezialität zuzubereiten. Na gut, damit sollte ich arbeiten können. Einen Moment. Charles begann, das Spezialgetränk zuzubereiten. Gut, also die Basis ist Apfelschorle, dann kommt etwas Löwenzahn, Minze und einige Beeren für den Geschmack hinzu. Wird am besten kalt serviert. Atme nach einem Glas davon einfach ein und du wirst die charakteristischen Winde von Mondstadt intensiv auf den Innenseiten deiner Wangen und tief in deiner Kehle spüren. Lass es mich für dich in Flaschen füllen, sonst verliert es schnell den Geschmack. Denk daran, es wird am besten kalt serviert. Natürlich. Habe ich mir gemerkt. Sprich mit Victor, ein Spezialgetränk von Engelsgabe. Thanks. Nein, ich möchte nicht mit José reden. So. Victor. Victor, ja. Was schon? Das ist der Typ da von den Fatui. Der dann rumlungert. Ist okay. Let the show begin. So, also. Dendrokraft kenne ich noch gar nicht. Na gut. Oder? Ah, zurück von deinen aufregenden Abenteuern. Ich verstehe. Was konntest du finden? Spezialgericht vom Hirschjäger geben. Ein Getränk. Das da. Essen, aber getrocknet für leichten Transport nicht schlecht. Ich wette aber, dass es nicht so toll schmeckt. Es gilt aber trotzdem als Monster-Spezialität. Haha, ja, ich werde zu Hause sicherlich jemanden finden, dem ich es geben kann. Gute Arbeit, du bist gut darin. Also, jetzt ist die Zeit, alle Fragen zu stellen, die dir unter den Fingernägeln brennen. Erzähl mir von La Signora. Ich hätte mir denken, dass du mich etwas zu ihr fragst, aber ich fürchte, ich weiß nicht viel und ich habe tatsächlich meine eigenen Fragen. Meine Vorgesetzten haben mich nach Mondstadt geschickt, um für Signora zu arbeiten, aber ich habe nicht eine einzige Aufgabe von ihr erhalten, seit ich hier bin. Ich habe gerüchteweise gehört, dass sie nach ihrer Ankunft nicht lange hier geblieben ist und dass sie besonders gute Laune hatte, als sie abgereist ist. Das können wir vorstellen. Also ich verstehe es nicht. Ist ihre Arbeit hier abgeschlossen und falls ja, heißt das, ich kann direkt nach Hause gehen oder was? Meine tägliche Routine besteht darin, dass ich hier stehe und mich die Ordensschwestern und Ritter anstarren. Das wird mir langsam wirklich unheimlich. Gibt es noch andere lokale Spezialitäten oder waren das alle? Lesezeichen von Flora geben. Was ist das? Ein Lesezeichen? Das sollte passen, denke ich. Es lässt sich als Verzierung verwenden. Ich wusste doch, dass ich die richtige Person für die Arbeit ausgesucht habe. Also, jetzt ist jetzt die Frage, bla bla bla. Gehst du bald? Ich meine, ich würde sicherlich gerne. Mondstadt langweilt mich zu Tode und ich habe exakt 0 Aufträge, um mich hier in meiner ganzen Zeit zu beschäftigen. Ich verbringe meine ganze Zeit hier im Sitzen. Richtig. Und dann sehen mich die Ordensschwestern alle 2 Sekunden... diese Ordensschwestern alle 2 Sekunden ansehen. Klar, als hätte ich gerade eine schwere Sünde begangen, sie wären sauer auf mich. Währenddessen befindet sich die Delegation, die im Grand Hotel Goff übernachtet, in einer Art Sperre, also höre ich nicht einmal ein Piepsen von ihnen. Ihnen? Was?
Wenn du mich fragst, sollen sie uns schnell nach Hause schicken, falls Signoras Angelegenheiten nicht abgeschlossen sind. Die Leute aus Mondstadt verabscheuen uns. Es ist also nur Stress für uns, hier zu bleiben. Aber ich habe keinen Ton von meinem Vorgesetzten gehört, also weiß ich nicht, was ich denken soll. Gibt es noch andere Lokalspezialitäten? Klar, dieses Spezialgetränk hier. Wo ich nicht alle Zutaten hatte, glaube ich. Hier, sieh dir das an. Es sieht in der Flasche gut aus. Aber lass mich sehen, wie es schmeckt. Du solltest es erst kühlen. Wirklich, in diesem Fall werde ich warten, bis ich zurück zu Hause bin. Es ist viel einfacher, dort Eiswürfel zu kriegen. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen. Wir brechen nie unsere Versprechen. Du hast mir geholfen und wirst nicht ohne Belohnung fortgehen. Also, frage mich, was auch immer dir unter den Fingernägeln brennt. Was weißt du über die anderen der 11? Die 11, sie stehen weit über meiner Stufe. Ich habe Glück, wenn ich das ein oder andere Gerücht höre. Wenn du mich fragst, kann ich mit dir teilen, was andere mir erzählt haben. Aber ich rate dir, es nicht einfach für bare Münze zu nehmen. Ich habe gehört, dass es schwierig ist, mit Nummer 6, auch bekannt als Scaramouche, herauszukommen. Das ist bei vielen Leuten nicht gerade beliebt. Warum? Einige sagen, er hat eine unliebsame Persönlichkeit. Andere sagen, es sei, weil er nicht weiß, wann er seinen Mund halten soll. Ich kenne jemanden, der eng mit dem Kerl zusammenarbeitet. Er sagt, dass sogar mehrere der anderen der 11 Scaramouche nicht mögen. Aber ich meine, man kann ihn mögen oder nicht, er ist immer noch einer der 11. Er leistet so viel mehr als Fußvolk wie ich. Gibt es noch andere Lokalspezialitäten? Da ist was. In Ordnung, es ist sogar gut, weil ich nichts mehr habe, was ich mit dir teilen kann, ohne uns beide damit in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn du nichts anderes mehr zu besprechen hast, solltest du mich besser allein lassen. Ich muss verfügbar sein, falls plötzlich etwas geschieht, das meine Aufmerksamkeit erfordert. Wann darf ich mich auf den Heimweg machen? Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall einen gerechten Tausch abgeschlossen. Und jetzt kann ich direkt... Ja, das ist jetzt nichts super Besonderes. Aber ich müsste genau ein Ansehensdingens haben. Außerdem habe ich da noch eine neue Mission. Das müsste dann aber auch schon die letzte sein. So, danke ich jetzt mal dorthin. Das müsste die letzte Mission im Mondstadt sein, glaube ich. Also alle anderen habe ich dann schon gemacht. Tschüss, auf einmal hier. Na ja, gut. So, was ist denn hier los? Dank sei dem Animo-Archon. Klar. Dank sei dem Animo, habe ich schon vorgelesen. Was tust du denn hier? Ja, was tust du denn hier? Oder was? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Ich bitte zu Barbados. Durch seinen Schutz konnte Mondstadt dem Sturm standhalten. Wir müssen ihm auch danken für die Sicherheit des Order und der Abenteurer der Gilde. Also, dank dir, Barbados. Dank dir, Barbados. Wie fleißig von ihm. Ich wage es nicht, die Dinge zu ergründen, die Barbados für uns getan hat. Aber zu wissen, dass eine so gewissenhafte Gottheit über Mondstadt herrscht, beruhigt mein Herz. Ach ja, wenn du das Zeit hast, kannst du mir einen Gefallen tun. Könntest du mir bitte helfen, eine Ladung Löwenzahnsamen zu sammeln und sie in den Wind oben auf der Statue des Animo-Archons verstreuen? Nein, ich muss da schon wieder raufklettern. Ich denke, davon habe ich gehört. Warum wird das gemacht? Oh, aber hast du Glory nicht schon geholfen, Löwenzahnsamen auf die gleiche Art zu verstreuen? Hast du es vergessen? Löwenzahnsamen, die im Wind tanzen, tragen die Gefühle unserer Herzen in sich mit, als ob das ein Gefühl der Erinnerung oder ein Gefühl der Danksagung ist. Barbados ist der Animo-Archon. Es passt also sehr gut, diese Löwenzahnsamen zu verwenden, um in unseren Dank auszudrücken. Ich werde das übernehmen, natürlich. Danke sehr. Gut, ich glaube, ich habe genug. Sprich mit Grace. Oh, also. Der Löwenzahnsamen gesammelt? Achso, ich muss das mit reden. Okay. Hab sie gleich hier. Danke, diese sollten genügen. Warte bitte einen Moment hier. Oh, Barbados, bitte höre mich an. Oh, sie ist so fromm, so viele Worte. Wer hätte gedacht, dass dieser Straßenmusikant zuhört? Also, na gut, bitte nimm diese Löwenzahnsamen. Hilf mir hochzugehen und sie zu verteilen. Ich sollte das wirklich selbst machen, aber mit meinen körperlichen Fähigkeiten hätte ich wahrscheinlich Schwierigkeiten herunterzukommen, selbst wenn ich hochklettern könnte. Ich sehe das auf dich. Ja klar, das Runterkommen ist immer schwerer als das Hochklettern. Das ist sogar schon hier eine Möglichkeit zum Raufgehen, aber ich kletter halt einfach da irgendwie komisch rauf. Und da geht's auch weiter rauf. Wo springe ich? Gut, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, wäre das auch super gewesen. Ja, das... Moment. Warum musst du so dünne Ärmchen haben hier? Ah, wunderbar. Sprich mit Grace. Okay. Fuck off. Hast du die Löwenzahnsamen verteilt? Genau das habe ich gemacht. Der Wind wird sie weit verteilen. Ungeachtet dessen hoffe ich, dass Barbados meine Stimme hören wird. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Bitte nimm das für deine Mühen und möge der Animo-Archon dich beschützen. Das war jetzt die letzte Mission von Mondstadt. Okay. Animo-Archon und Mondstadt. Ja, genau, das war die letzte Mission. Okay. Ja, dann habe ich scheinbar alle Missionen in Mondstadt gemacht. Zumindest alle, da wo ich so eine Belohnung bekomme.
Da unten. Okay. Da gibt es diese Ansehensbelohnungen. Da stehen ja, glaube ich, immer alle Missionen, die es hier gibt, in Mondstadt zum Beispiel. Darum habe ich das gewusst, dass nur noch die 2 übrig sind. So, dann könnte ich mal die letzten 2, glaube ich, jetzt abholen. Ja, genau. Mondstadtaufträge alle fertig. Und jetzt bekomme ich gleich Stufe 8. Das sollte auch die höchste sein, soweit ich weiß. Genau, dann bekommen wir auch nur die Flügel, also nichts super Tolles. Aber na gut. So, Höchststufe, das ist also eigentlich alles wurscht. Dann brauche ich hier keine Mission mehr machen. Passt. Gut. Da bin ich noch nicht ganz fertig. 87%. Ist eigentlich schon relativ viel, würde ich sagen. Aber na gut. Noch nicht ganz fertig. Bekannt im Land. Reiche Ansehen Stufe 8. Perfekt. Habe ich getan. So, dann ist es jetzt eigentlich egal, was ich als nächstes mache. Fische in der Überzahl, wenn es hier direkt wieder eine Mission gibt. Dann mache ich doch hier gleich weiter. Wo ist denn das überhaupt? Ja, was soll das? Was da draußen irgendwo? Sprich mit Nantuk, wer ist denn das? Bist du dieser Nantuk, von dem ich schon so viel gehört habe, beziehungsweise den Namen einfach hier gelesen habe in der Missionsbeschreibung? Je nachdem. Die Fischer sind dieser Tage sehr aktiv. Können wir vielleicht irgendwie helfen? Ah, die Hilfe ist endlich da. Hallo. Ich bin Nantuk, Vorsitzender Fischer des Mondstädter Angelvereins. Hust, hust. Vor kurzem sind viele neue Fischarten in den nahen Gewässern aufgetaucht. Ich habe mich sofort mit Freunden in anderen Regionen in Verbindung gesetzt und dieses Phänomen ist überall aufgetreten. Manche Leute sagen, dass Tevat so, einen solchen Anstieg von neuen Fischarten in einem Jahrhundert nicht gesehen hat. Die Ursache wurde noch nicht ausreichend untersucht, aber ich vermute, dass es mit der ökologischen Verbesserung der Welt zu tun hat. Klar. Oh, zu viele von diesen Kerlchen bereiten euch wohl Schwierigkeiten. Stimmt's? Keine Sorge, Perman kümmert sich darum, solange es die nicht eklig schmecken. Haha, das sind keine Schwierigkeiten. Für den Angelverein gilt natürlich, je mehr Fisch, desto besser, aber zuerst brauchen wir mehr Hände, die mit anpacken. Aber ganz ehrlich gesagt, was diese Hände angeht, die mit anpacken, all die neuen Fischarten in einer so kurzen Zeitspanne für die Forschung zu fangen, das ist tatsächlich etwas stressig. Doch ist das auf der anderen Seite nicht auch eine hervorragende Gelegenheit für den Angelverein zu wachsen? Deshalb habe ich einen Aushang in den Abenteuergilde gemacht. Wie sieht das aus? Interesse, uns zu unterstützen? Fischen macht viel Spaß. Kein Problem, ich bin gut darin, Fische zu fangen. Kann ich jetzt einfach ins Wasser springen und Fisch fangen? Toll, was für ein energiegeladener Jungspund. Also, beginnen wir damit, zum Mostsee zu gehen. Dort gibt es Fischgründe, die für Neulinge eingerichtet wurden. Ich bringe dir zuerst die Grundlagen bei. Hurra, trifft dich mit Nantuk am Ufer des Mostsees. Er ist auch nicht gerade weg, aber teleportieren geht über gehen. Ja. So, da bringt's ja. Und gewittert. Ja, das ist so schlau, ist hier jetzt angeln zu gehen. Wurscht, na dann, erklär mal. Dieser Ort ist perfekt. Siehst du die kleinen Fische im Wasser? Sie sind wunderschön. Das hier sind deine Werkzeuge, Angelrouten, Köder und Rezepte zur Köderherstellung. Zuerst platzierst du den Köder am Haken und zielst dann dahin, wo die Fische sich im Wasser sammeln. Dann wirfst du aus und dann wartest du geduldig, bis ein Fisch anbeißt. Ich habe gehört, dass Neulinge sowas wie Anfängerglück haben. Ich hatte damals einen großen Barsch gefangen, der über einen halben Meter lang war. Das solltest du auch versuchen. Hoffen wir, dass ich noch eine Paimon fange. Hey, du willst neben dieser Paimon hier keine andere Paimon haben. Paimon, was für ein seltsamer Name ist. Das ist eine Fischart. Das ist das wundersame Meeresfrüchtchen, das ich letztes Mal an Land gezogen habe. Hey, wurde Paimon gerade von Knabberei zu wundersamen Meeresfrüchtchen befördert? Ich verstehe. Ich wusste nicht, dass du bereits eine erfahrene Anglerin bist. Das macht es noch spannender, was du wohl fangen wirst. Ja, genau. Wir haben auch nicht aneinander vorbeigeredet. Angeln, die intakte Umwelt sorgt für Fische und so. So, Angeln. Okay, jetzt habe ich auch noch Angeln. Jetzt wird das hier auch noch zu Animal Crossing oder was? Solltest du in einem Gewässer in der Nähe Wellen sehen, handelt es sich um einen Angelpunkt, wo sie Fische sammeln. Näher dich diesem Angelpunkt und reagiere mit ihm, um mit dem Angeln zu beginnen. Fische reagieren sehr empfindlich auf ihre Umgebung. Wenn man ihnen zu nahe kommt oder Kampfhandlungen ausführt, erschrecken die Fische und fliehen. Dann brauchen sie eine Weile, um sich zu beruhigen und sich wieder dem ursprünglichen Teil des Gewässers zu nähern. In verschiedenen Gewässern gibt es unterschiedliche Arten von Fischen. Während du dich auf das Angeln vorbereitest, kannst du dir die hier vorkommenden Fischarten ansehen und die passende Angelroute und den passenden Köder auswählen.
Baupläne für die Köderherstellung. Ja, über einen Angel für reine Monster. Nachdem wir lernen, Baupläne kannst du jeden Werkbank Köder herstellen. Achte immer darauf, dass verschiedene Fischarten auch unterschiedliche Ködervorlieben haben. Ja. Halte die Taste Rot heraus gedrückt, um den Zielmodus anzuwenden. Lass dann die Taste los, um die Angel mit Köderhaken auszuwerfen. Wenn ein Haken zu weit von den Fischen entfernt ist, gehen kaum Fische an die Angel. Wenn er aber zu nah landet, werden sie aufgeschreckt und schwimmen einfach weg. Wenn ein Fisch an den Köder anbeißt, drücke rechtzeitig die Taste Angel heben. Sonst könnte der Fisch den Köder auffressen und fliehen. Sobald du deine Angel erfolgreich gehoben hast, fängt der Fisch an, um sein Leben zu kämpfen. Klar. Wenn der Fisch am Haken zappelt, kannst du die Taste Angeln gedrückt halten und wieder loslassen, um mit Spannung deiner Angelschnur anzupassen und sie in der idealen gelben Spannungszone zu halten. Der Angelfortschritt steigt nur, wenn du in der idealen Spannungszone bleibst. Andernfalls sinkt er, sobald der Fortschritt Folge ist. Also den Fisch erfolgreich gefangen. Okay. Fisch am Haken zappelt manchmal ziemlich heftig. In dieser Situation wird die Geschwindigkeit, mit der sich die Spannung der Angelschnur verändert, beeinflusst. Die ideale Spannungszone wird orange und beginnt leicht zu schwanken. Wenn du deinen Angelfortschritt auf 0 sinkt, heißt das, der Fisch wird dir bald entkommen. Die Spannungszone wird dann rot und schwankt weiter. Okay, schwanken, schwanken, schwanken. Ich höre nur schwanken. So. Aha. Köder bekommen. Noch mehr Köder. Okay. Falscher Fliegenköder. Wildesangelroute. Muss ich die dann so ausrüsten irgendwie, oder? So, das war mal alles, was ich hier freigeschalten habe. Dann habe ich hier nochmal das von Angeln. Ja, habe ich schon gelesen. So, aber wie ich die Angel ausrüste, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Hier, oder? Nee. Da muss ich einfach nur in die Nähe gehen von dem Wasser, oder wie schaut es aus? Ist alles neu? Ja, ich weiß nicht. So, und wo ist der Bauplan? Hier, so. Ah, okay. Angeln. Hier vorbeikommende Fischarten haben wir noch keinen entdeckt. Wunderbar. Wildesangelroute, mehr habe ich hier nicht. Ja, dann nehme ich den. Okay. Nur den, okay. Mostsee. Angelherausforderung starten. So, kann Köder wechseln, das will ich aber nicht. Nee. Wellen. Hier, Wellen. Ach, hat noch nicht angebissen. Okay, vielleicht sollte ich mal kurz warten. Aber immerhin ist mein Köder nicht weg. So, gut. Route mal wieder hier. Egal, so. Das ist zu weit weg. Ich verstehe. Was ich eigentlich machen wollte, war der hier. Spaß an. So, jetzt muss ich hier drücken. Aha, verstehe. Paimon, wir sind schon längst fertig. Vielen Dank. Aiziden Medaka. Cool. Sprich mit Nantuk. Perfekt. Schauen wir mal. Oh, jetzt gibt es aber mal mehr. Aha, okay. Das war wahrscheinlich nur vom Anfang. Talents vorhanden. Mangeln zu halten. Klar, die Geschichte möchte ich jetzt nicht dazu lesen. Okay, klasse. Kann man also auch angeln. Cool. Was ist am Haken? Dein Gesichtsausdruck nachzuurteilen, ziehst du etwas ziemlich Gutes an Land. Lass mich mal sehen. Oh, eine neue Fischart. Sehr schön. Du kannst fast mit mir zu meiner ruhmreichen Zeit mithalten. Hahaha. Ja. Kannst du auch mit deinen bloßen Händen Fische fangen? Es scheint, als wären diese normalen kleinen Fische ein Kinderspiel für dich. Es sollte dir eine größere Herausforderung geben. Dir ist vielleicht nicht bewusst, dass selbst in derselben Fischart große Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen bestehen, die durch die unterschiedlichen Lebensbedingungen und die Nahrung bedingt sind. Obwohl sie alle gleich aussehen, sind bestimmte Individuen besonders energiegeladen und aktiv. Sie springen hin und her aus dem Wasser und sind ein echter Blickfang. Diese Individuen sind den anderen aus sowohl kommerzieller als auch ästhetischer Sicht überlegen. Viele Hobbyangler kaufen sie zu hohem Preis und halten sie zu Hause in ihren Aquarien zu Dekorationszwecken. Aus diesem Grunde nennt man diese Fische auch Zierfische. Habe ich noch nie gehört. Also abgesehen von Notfall-Paimon gibt es auch noch Zier-Paimon. Nein, die gibt es nicht. Wir können dann so viele verschiedene Arten von Paimons geben. Genau das ist der Punkt. Du scheinst es verstanden zu haben. In letzter Zeit gibt es in den Gewässern in der Nähe der Windblickberge viele Zierfische. Ich habe das mal auf deiner Karte markiert. Gehen wir und sehen uns das an. Zierfische, wichtige Information. Die besonders lebhaften Fische jener Art werden als Zierfische bezeichnet. Die Wellen der Angelpunkte, wo solche Fische leben, sind noch deutlich größer. Ah ja. Zierfische kannst du im Gerstwolkenbecken in deiner Kanne der Vergänglichkeit züchten. Den Bauplan des Gerstwolkenbeckens erhältst du beim Angelfeiern von Liebe. Cool. Noch mehr Zeug.
Ja, habe ich schon gelesen, danke. So. Ja, wohin, was, wie, wo, was, excuse me, Achtung. Okay, nochmal schauen. Scheint nie ähnlich fangbar zu sein wie den normalen. So. Ein Zierfisch am Fuß der Windblickberge. Ah, okay. Das sind große Wellen. Naja, gut von mir. Aber ich sehe es zumindest schon mal springen. Okay, da kann ich hier wieder nur den nehmen. Klar. Eine Herausforderung starten. Machen wir mal hier so. Das sollte nicht zu nah sein, glaube ich. Das wäre vorher auch so. Passen die denn immer dann an? Ja, okay. Ups, habe ich schon zu weit. Ja, also noch ein bisschen schwer zu fangen. Verstehe, okay. Hälfte erst. Hallo, so schneller. Victory's almost ours. Yes. Wunderbar, vielleicht brauchst du dafür noch ein Aquarium. Madika, Medaka. Nicht Medaka. Sei genannt, Hook, dann Zierfisch. So, okay, passt. Ja, wunderbar, easy. So, dann haben wir locker flockig hier rausgeangelt. Dann guck mal hier. Das vorher schon beeindruckend fandest. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder über die Stadtmauer, dann sparen wir unsere Belastdauer. Achso, wir können auch daraus. Ist zwar langweiliger, aber okay für mich. Dann latschen wir einfach beim Tor raus. Kletter ich eben nicht darüber. Okay. So. Tag auch. Stör ich nicht. Stör ich dich eh nicht. Warum angelst du da? Da ist keine Angelstelle. Hallo, bist du doof? Jungspunde, bist du schnell wieder hier? Lass mich mal sehen. Oh, der hier in deiner Tasche ist ein echter Zierfisch. Du bist definitiv ein Angler erster Klasse. Es tut mir wirklich leid. Es sieht so aus, als ob ich dich vorhin unterschätzt hätte. Nein, ich habe sogar die Elite der gesamten Abenteuergilde unterschätzt. Ich sollte mich aufmachen und noch mehr Aushänge machen. Ich muss Talente wie dich einfach zum Angelverein locken. Ach übrigens, falls du in der Zukunft mal Angelausrüstung brauchst, kannst du beim Angelverein vorbeikommen und dich umsehen. Die Preise sind erschwinglich. Hehe, unser Angelverein hat eine Sammlung von guten Sachen. Ja, supi. Teleportationspunkt freigeschaltet. Wirkung des Angels. Wichtige Information. Gefangene Fische kannst du bei Angelvereinen in verschiedenen Regionen gegen unterschiedliche Belohnungen eintauschen. Okay.